Du hast Schmerzen vorne am Knie, besonders beim Treppensteigen, Bergab gehen oder wenn du aus der Hocke aufstehst? Oder dein Knie meldet sich schon, wenn du einfach mal 10 Minuten im Kino sitzt? Dann könnte es sich um eine Arthrose hinter der Kniescheibe handeln. In diesem Video schauen wir uns genau an, was da passiert, wie du die Symptome besser verstehst und vor allem, was du aktiv dagegen tun kannst. Medizinisch nennt man das Ganze übrigens Retropatellar, hinter der Patella, Arthrose. Also eine Veränderung der Gleitlage der Kniescheibe. Die Kniescheibe funktioniert wie eine Umlenkrolle. Sie hilft dabei, die Kraft von der Oberschenkelmuskulatur optimal auf das Gelenk zu übertragen. Dabei liegt sie, die Kniescheibe, in einer Rinne am Oberschenkelknochen. Und genau in diesem Bereich zwischen Kniescheibe und Oberschenkel kann es zu Beschwerden kommen. Denn dort befindet sich normalerweise eine glatte Knorpelschicht, die wie ein Stoßdämpfer funktioniert. Wenn die Knorpelschicht ungünstig oder überbelastet wird, kann es zu Beschwerden kommen. Das passiert oft dann, wenn die Kniescheibe nicht sauber geführt wird. Also zu stark gepresst wird oder dauerhaft ungleichmäßig belastet wird. Gründe dafür können zum Beispiel muskuläre Ungleichgewichte, frühere Verletzungen, ein ungünstiger Knochenbau oder Überlastungen durch Sport oder Alltag sein. All das kann mit der Zeit zu Schmerzen, Reibungen und eben zu einer Veränderung der Knorpelschicht führen, was wir dann als Arthrose hinter der Kniescheibe bezeichnen. Was viele aber nicht wissen, oft liegt die Ursache nicht direkt im Knie selbst, sondern im Zusammenspiel mehrerer Bereiche. Wenn zum Beispiel die Muskulatur rund um die Hüfte zu schwach ist, kippt das Bein beim Gehen leicht nach innen. Dadurch entsteht ein seitlicher Zug auf die Kniescheibe. Sie wird nicht mehr mittig geführt. Auch eine eingeschränkte Beweglichkeit der Hüfte, verkürzter Muskel oder eine instabile Rumpfmuskulatur können die Belastung auf das Knie verändern. Selbst die Stellung deiner Füße kann dabei eine Rolle spielen. Solche Ungleichgewichte führen dazu, dass die Kniescheibe unter Stress gerät. Entweder durch zu viel Druck oder durch eine falsche Gleitbewegung. Und genau das kann zu Schmerzen und weiter Reizungen führen. Die gute Nachricht: Mit gezielten Übungen kann man genau hier ansetzen. Ziel ist es, die Muskulatur rund um das Knie, die Hüfte und den Rumpf so zu trainieren, dass die Kniescheibe wieder besser geführt wird. Also gleichmäßiges gleitet, weniger Druck abbekommt und dadurch auch entlastet wird. Und jetzt zeige ich dir, welche Übungen dafür besonders gut geeignet sind und worauf du achten solltest. Also, lass uns loslegen. Diese erste Übung dient zur Stärkung der Oberschenkelmuskulatur. Genau diese Muskelgruppe ist extrem wichtig für die Führung der Kniescheibe. Und dafür solltest du dich hinsetzen. So weit nach hinten auf dem Sitz, dass du gerade noch die Knie weg hast, aber die Oberschenkel sind gut auf die Sitzfläche abgelegt. Jetzt nimmst du das nicht trainierte Seite oder die Seite, die du nicht trainieren willst, und drückst mit der Ferse gegen den Unterschenkel von der Seite, die du trainieren willst. Also, wenn deine Beschwerden auf der linken Seite sind, nimmst du das rechte Bein und platzierst es direkt vor das linke. Oberkörper soll aufrecht sein. Mit den beiden Händen hältst du dich jetzt halt auf der Sitzfläche fest. Und jetzt versuchst du das linke Bein, also das Bein, was du trainieren willst, versuchst du zu strecken. Mit voller Kraft versuchst du so eine Bewegung durchzuführen. Und mit dem rechten hältst du dagegen. Und jetzt hast du auf der Seite die Stärkung der vorderen Oberschenkelmuskel und auf der Seite die Stärkung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Und diese Spannung solltest du jetzt für mindestens 30 Sekunden halten. So kräftig wie du kannst, versuchst du das Bein zu strecken und mit der anderen Seite hältst du dagegen.
5 Wiederholungen solltest du hiervon durchführen. Und jedes Mal versuchst du noch stärker dagegen zu drücken, dass du das Knie streckst. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass das Knie mindestens 60 Grad Beugung hat. Also wenn das jetzt 90 sind, müsstest du mindestens hier unten sein und nicht hier oben. Je weiter das Knie in die Streckung kommt, desto höher ist der Druck hinter der Kniescheibe, was dann Beschwerden auslösen könnte. Wenn du Schwierigkeiten hast, mit der anderen Seite dagegen zu halten, kannst du die Übung auch durchführen, indem du dich hinsetzt und zum Beispiel den Unterschenkel gegen ein Möbelstück, wie zum Beispiel ein Tisch drückst. 30 Sekunden mindestens ganz kräftig dagegen halten oder dagegen drücken und dann die Spannung wieder lösen. Ein paar Sekunden Pause und dann wiederholst du das Ganze nochmal. Ziel wäre, dass du diese Zeit, die du Spannung hältst, dann verstärkst, bis du irgendwann 1 Minute lang aushalten kannst. Ganz kräftig, du steuerst und gib dann auch dein Maximum. Und weiter geht mit unserer zweiten Übung. Studien haben gezeigt, dass die Verkürzung von 2 Muskeln den Druck auf die Kniescheibe ebenfalls erhöhen. Eins davon ist der hintere Oberschenkelmuskel. Und diesen Muskel wollen wir jetzt dehnen mit dieser Übung. Du sollst dich zu einem Stuhl hinstellen. Du kannst sie auch hier neben festhalten, am Tisch oder was auch immer. Und jetzt platzierst du deinen Fuß auf der Sitzfläche. Achte darauf, dass dein Knie komplett durchgestreckt ist als erstes. Und als nächstes ziehst du dann die Zehe zu dir ran, so weit wie du kannst. Das andere Bein bleibt ebenfalls gestreckt. Der Rumpf ist aufrecht, also deine Wirbelsäule ist ganz gerade. Und in dieser Position bewegst du nun den Rumpf vorwärts, so als ob du den Brustkorb nach vorne Richtung Oberschenkel bringen willst. Geh so weit wie du kannst nach vorne und bleib in dieser Position, wo du die maximale Dehnung hier hinten an der Oberschenkelmuskel spürst. Bleib in der Position für 45 Sekunden. Versuche jedes Mal noch weiter die Zehe zu dir ranzuziehen und den Oberkörper noch weiter vorwärts zu bewegen. 45 Sekunden lang. Halte gut die Spannung und dann löst das Ganze wieder. Diese Dehnung solltest du dann für 3 Mal wiederholen, für jeweils 45 Sekunden. Wenn du damit fertig bist, dann auch gerne gleich die andere Seite. Also aufrechte Haltung, Fuß auf der Sitzfläche, Zehe zu dir erstmal rangezogen und dann den Rumpf vorwärts bewegen. Wirbelsäule bleibt gerade, du wirst auch ein bisschen an der Lendenwirbelsäule spüren können. 45 Sekunden und danach die Spannung wieder lösen. Und ebenfalls hier sollen es dann 3 Wiederholungen werden. Die nächste Struktur, die wir dehnen wollen, ist der Tractus iliotibialis. Das ist eine breite Sehnenschicht oder Bindegewebsschicht, die verläuft von der Oberschenkel, von dem oberen Bereich bis nach unten zum Knie und setzt dann seitlich auch an der Patella an der Kniescheibe. Wenn dieser Muskel zu viel Spannung haben oder diese Struktur zu viel Spannung hat, dann zieht er auch die Kniescheibe weit nach außen, was dann dazu führt, dass die nicht so perfekt in diese Rinne gleitet. Und genau dafür ist jetzt diese Übung. Du solltest dir mit der betroffenen Seite, die du trainieren willst, die stellst du dir jetzt halt mit der Seite an der Wand rein. Also, wenn ich rechts Kniebeschwerden habe, kommt meine rechte Seite neben der Wand. Du stellst dich so ungefähr 25 cm von der Wand entfernt. Als erstes platzierst du deinen Unterarm an der Wand. Das soll jetzt halt dir ein bisschen Halt geben. Dein rechtes Bein wirst du jetzt hinter das linken und weiter nach innen bzw. weg von der Mitte weg. Wie gesagt, das Tractus und der Iliotibialis, die gehen von der Hüfte Richtung Knie hin. Und wir wollen die Hüfte oder beziehungsweise das Knie so weit wie möglich von deinem Rumpf bringen. Dein Oberkörper ist aufrecht, das betroffene Bein platzierst du dann nach hinten, weg in der Mitte und dann bewegst du deinen Rumpf
Richtung Wand hin. So dass du hier seitlich an der Rumpf auch eine Dehnung spürst. Und in dieser Position kannst du dann den Arm weiter nach unten bringen, so dass du jetzt in einer Ebene bist mit der Schulter und nicht zu viel Druck hast. Und in dieser Position bleibst du jetzt für ebenfalls 45 Sekunden. Lass es zu, dass du die Dehnung spürst, seitlich an der Hüfte, und verbleibe in dieser Position. Du kannst auch so kleine, leichte Stoße geben nach innen, so als ob du die Hüfte weiter Richtung Wand bringen möchtest, damit du eine dynamische Dehnung von dem Bereich erreichen kannst. 45 Sekunden lang, dann gehst du wieder mit der Hand an der Wand, stoßt ihn mit dem anderen Arm wieder ab, kommst in die aufrechte Haltung und wiederholst das Ganze für 3 Mal. Wenn du fertig mit der einen Seite bist, machst du das Gleiche auch auf der anderen Seite. Aufrechte Haltung, Hand erstmal an die Wand. Die Seite, die du dehnen willst, die wird nach hinten überkreuzt, weiter zur Mitte. Dann kommst du mit den Armen etwas nach unten, damit der Druck auf die Schulter nicht zu viel wird, und bewegst dann die Hüfte nach innen Richtung Wand. Bleib in der Maximale und gebe noch so leichte Stoße nach innen Richtung Wand hin. 45 Sekunden lang solltest du das wiederholen. Danach mit dem anderen Bein aufstoßen, von der Wand weg, und das Ganze wiederholst du auch dort für nochmal 3 Mal. Falls du jemanden kennst, der gerade mit Knieschmerzen zu tun hat, schick ihm dieses Video. Ich bin mir sicher, die können gut dabei helfen, die Schmerzen zu lindern und wieder aktiv am Leben teilnehmen können. Wenn dir dieses Video gefällt und du weitere Videos sehen möchtest, wie du aktiv für deine Gesundheit etwas tun kannst, weniger Schmerzen und mehr Kraft zu erreichen, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Tipps für deine Gesundheit. Die nächste Übung geht es um die Stärkung der Gesäßmuskulatur und auch vom Piriformis. Das ist wichtig, weil, wie gesagt, wenn dein Rumpf, wenn deine Gesäßmuskeln zu schwach sind, dann bewegt sich deine Hüftknochen nach innen in so ein X-Bein. Und ebenfalls, weil deine Außenrotatoren der Hüfte zu schwach sind. Wenn diese Position kommt, dann ist der Druck hinter der Kniescheibe sehr hoch. Um diesen Druck zu reduzieren, ist es sinnvoll, die Gesäßmuskulatur und auch den Piriformis zu trainieren. Und dafür solltest du dich einmal auf den Rücken hinlegen. Du legst dich auf der Seite auf den Boden. Die Seite, die du trainieren willst, ist nun die obere. Das untere Bein beugst du dann in 90 Grad vom Knie her und die Hüfte soll möglichst gestreckt werden. In dieser Position solltest du darauf achten, dass dein Rumpf stabil wird. Also, dass dein Becken nicht nach vorne kippt, und ebenfalls sollte das Becken auch nicht nach hinten weggleiten. Dein Rumpf ist in eine Linie. Spanne dafür deinen Bauch und deinen Rückenmuskel an. Die obere Hand kannst du ebenfalls auf dem Boden platzieren. Das wird dir helfen, ein bisschen mehr Stabilität zu erreichen. Und dann beugst du bzw. bringst du das obere Bein nach oben, dass du etwas mehr als hüftbreit hast. Also wenn das jetzt hüftbreit wäre, bringst du dein Bein etwas nach oben. Und in dieser Position machst du jetzt 15 kreisende Bewegungen nach hinten. Ganz langsam. Behalte die Öffnung der Hüfte, das Bein gestreckt nach oben, und mache jetzt 15 kreisende Bewegungen nach hinten. Wenn du die 15 Drehungen durch hast, dann drehst du ebenfalls das Bein nochmal 15 Mal nach innen. Es kann gut sein, dass du die Bewegung nicht alle auf einmal hinbekommst. Wenn es so ist, ist es kein Problem, das Bein etwas abzulegen, den Gesäßmuskel sich ein bisschen erholen zu lassen, damit du es wiederholen kannst. Also erstmal Bein nach oben strecken, der Fuß zeigt nach oben, dein Becken, dein Rumpf bleibt stabil und du machst 15 Kreise in Uhrzeigersinn. Achte darauf, dass dein Becken stabil bleibt, das Bein etwas senken, kurz erholen lassen, nicht zu lang,
und dann gleich wieder heben und nochmal 15 kreisende Bewegungen gegen die Uhrzeigersinn. Und das Ganze für 3 Serien lang. Zuerst die Seite, die du Beschwerden hast, aber selbstverständlich ist es auch immer gut, wenn du die Gegenüberseite genauso trainierst für das Gleichgewicht. Die letzte Übung, das ist die Step-Down-Übung. Diese Übung ist sehr anspruchsvoll, weshalb sie auch sehr aufmerksam durchgeführt werden sollte. Die Step-Down-Übung hilft dir dabei, den Vastus medialis, also ein Teil, der inneren Teil von dem Quadrizeps, gezielt zu trainieren. Wenn diesen Muskel zu spät oder zu schwach aktiviert wird, gerät die Kniescheibe leicht aus der Bahn. Das führt zu einem unangenehmen Druck und Schmerz im Gelenk. Gleichzeitig trainierst du auch mit dieser Übung deine Beinachse, die Koordination und das Gleichgewicht. All das ist wichtig für ein stabiles und schmerzfreies Knie. Außerdem bringt die Übung das Gleichgewicht zwischen vorderer und hinterer Oberschenkelmuskel wieder im Lot. So werden ungewollte Drehbewegungen oder Verschiebungen im Knie vermieden. Stell dich mit beiden Füßen auf eine Stufe drauf oder ein Steppbrett, so wie ich das jetzt hier habe. Und die Seite, die du trainieren willst, ist jetzt die Seite, was auf den Stepper drauf bleibt. Wenn ich mein rechtes Bein trainieren will, bleibe ich mit dem rechten Bein drauf und mit dem linken versuche ich nun abzusteigen Richtung Boden. Und das Ziel dieser Übung ist, wenn du jetzt absteigst, erstes, dass du, wenn du nach unten guckst, dein Knie nicht nach innen abweicht, aber auch nicht nach außen im O-Bein rausgeht. Es bleibt schön in einer Linie. Wenn du von oben nach unten kontrollierst, wird deine Kniescheibe direkt vor deinem Fuß sein. Langsam nach innen, nach unten gehen und dann das Bein wieder strecken. Das zweite bei dieser Übung, worauf du achten solltest, ist jetzt die Hüfte. Dass du nicht mit der Po-Seite oder mit der Hüfte nach hinten bzw. so eine schräge Lage hast, von dem Becken her. Das Knie ist ebenfalls noch gerade, aber dein Becken ist total schräg. Das wäre auch falsch. Also bleib auf das Bein, das du trainieren willst und versuche jetzt ein kontrolliertes Bewegen durchzuführen, so als ob du jetzt mit der anderen Seite absteigen möchtest und dann wieder strecken nach oben. Das Knie leicht beugen, dein Becken bleibt gerade und dann wieder strecken nach oben. Wie gesagt, bei dieser Übung ist ein großer Druck auf dem Knie, das ist sehr anspruchsvoll. Deshalb kannst du es auch sehr gerne zu Beginn einfach auf dem Boden machen, indem du mit einem Fuß auf dem Boden bleibst, dann beugst du das Knie und die Hüfte und rutscht mit dem anderen Bein nur etwas nach vorne und kommst dann wieder zurück. Achte darauf, dass dein Becken gerade bleibt und dass dein Bein nicht die ganze Zeit nach innen oder nach außen sich bewegt. Je langsamer, desto schwieriger ist auch die Übung. Und diese Bewegung solltest du dann für 12 Wiederholungen durchführen und jeweils 3 Serien. Wenn du Schmerzen vorne am Knie wegen deiner Kniescheibe hast, dann probiere diese Übungen aus. Ich bin mir sicher, die können dir gut helfen, deine Schmerzen zu lindern und stärkere Beine zu bekommen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!